In dieser Folge wollen Becky und ich mit Monsterködern in Minigewässer einen riesigen Hecht fangen. 120er Ghost, das ist schon ein ordentlicher Happen. Geil, ich hab Bock. Stell dir mal vor, wir fangen jetzt so ein Vieh. Oh, Fisch! Boah, geiler Biss. Wir haben 48 Stunden Zeit, dass das Ganze nicht so leicht ist, habt ihr letztes Jahr gesehen. Deshalb das Ziel, einen dicken Fisch auf unsere Monsterköder. Oh! Oh, scheiße. Das wird heute ein Marathon, kein Sprint. Oh. Ich bin happy, ich bin so happy. Viel Spaß mit der Folge, let's go! So, wir sind angekommen, ihr seht, wir haben die Big Baits schon dran. 30 cm plus ist heute das Ziel. Ich würde sagen, wenn wir verlieren, gibt es wieder eine Bestrafung. Und die wäre? Ich kenne da was, du hast da was dabei. Ich bin da noch ein bisschen gebrandmarkt von der letzten Folge. Boah. Im Hals. Boah. Es wird immer schlimmer. Wenn wir es nicht schaffen, in 48 Stunden müssen wir den schärfsten Chip der Welt essen. Let's go! Hey guys! Hey, How are you? how are you? Willkommen in Holland. Danny ist natürlich auch wieder dabei. Ja. Der lange Mann auch. Ja. Sander? Der kleine Mann auch wieder, ne? Ja? Du? Ich? Ja. Wir sind nicht klein. 48 hours to catch a big monster or to catch a fish on a big bait in small water. Let's go! First cast. TV. Ich bin gespannt. Das wird mein erster Köder sein, bevor ich auf die Spinnerbait wechsle. So, die anderen fangen auf der Seite an. Sander und ich probieren es hier mal. Ich muss erst noch ein bisschen abchecken, wie viel Gewicht ich an dem Köder brauche. Schauen wir mal, ob wir hier mit unseren Monsterködern auch einen Monsterfisch fangen. Das Wetter ist eine absolute Katastrophe, aber es gibt keine Ausreden. 48 Stunden, um in Minigewässern mit Monsterködern hoffentlich ein Monsterhecht zu fangen. Aber das Ziel ist erstmal überhaupt ein Hecht zu fangen. 120er Ghost, 30 cm am BKK, Trigger Rig, 4.0. Das ist schon ein ordentlicher Happen. Aber im Winter stehen die Hechte oft auf dicke Köder. Wir geben auf jeden Fall alles, um irgendwie hier mit den großen Ködern ein Hecht zu fangen. Will follow? Ja, Sonne. Wenn 3 Leute auf engstem Raum fischen, hat das einen Grund? Sander hat einen Follower. Are you sure it was a follower? Because I was watching his lure, I saw nothing. It was like a meter behind it. An so kleinen Spots ist man natürlich auch schnell durch. Das heißt, ich glaube, wir werden heute viel fahren und hoffentlich aber auch viel laufen. Ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall machen wir Run and Gun. Ich weiß noch, wir haben das schon mal probiert und es hat wirklich, wirklich sehr lange gedauert, bis wir dann was gefangen haben. Bin gespannt. Ja, aber letztes Mal lief es aber auch nicht so ideal, weil wir hatten dann am Ende doch echt gute Attacken. Ja, Aber die sind leider nicht hängen geblieben. ja. Hoffentlich sieht das heute anders aus. Ein paar Okay, next spot. Nächster Spot, Nächstes Wort. ein paar kurze Würfe. Ja, das ist. Schickst du mir einen Spot oder fahr ich dir einfach hinterher? Du kannst mir folgen. Auf YouTube. Auf Daniel YouTube. Weyers. Ich sag euch eins, so schnell wie die sprechen, fahren die auch. Das sind richtige Formel-1-Fahrer, die Jungs. Die denken hier ein bisschen zu sehr an Max Verstappen. Okay, wir sind am nächsten Spot, kurze Fahrt. Ich bin gespannt, was da geht. Oh, ich muss auf jeden Fall richtig aufpassen, weil ich habe kein Allrad. Und hier ist alles durchgematscht und wir sind haben immer so Parkplätze auf der Wiese. Könnte auch blöd ausgehen, wenn ich da nicht aufpasse. Hab einen Wurst mitgenommen. Schmeckt sehr gut. Ich liebe Spinnerbaits. Das ist das beste Köder für große Hecht. Das ist die. Ja? Brauchst du auch ein bisschen Wurst? Wurst? Natürlich auch eine ideale Mission, um sich im neuen Jahr zu entschneidern. Mit Big Baits in kleinen Gräben. Aber wenn dann Fisch kommt, ist es hoffentlich auch ein richtig dicker. Also man muss sagen, wir waren vor 2 Tagen hier, da waren die ganzen Polder noch zugefroren. Ich weiß nicht, ob das eine gute Zeit ist. Eigentlich könnte man schon denken, es wird wärmer, die kommen wieder ein bisschen in Wallung. Gucken wir Ich mal. habe gar keine Erfahrung, wie das wirklich so kurz nach dem Eis ist. Hei, hei, hei. Ich bin happy, wenn wir heute einen Fisch fangen. Ja. Aber guckt euch gleich mal den kleinen Graben hier an. Sander meinte, er hat hier schon 1,10 Meter gefangen. Das finde ich krass. So eine 200 Gramm Rute braucht man nicht jeden Tag. Aber mit so dicken Ködern ist die schon wirklich ideal. Ghost 120, gar kein Problem.
Ja, ja, Fisch. nice one. Nice. Super nice. Really nice one. Meet der Fisch? No, but it's super fat. Really beautiful fish. Ja, auf die neue Spinnerbait. Get it, Nice, big boy. man. Perfect. Really nice one. Wow. Oh, Oh, fatty. wow. Hey. Fetter Fisch. Nice one, man. Ja, sehr schöner Fisch. Unser neuer Spinnerbait. Maze Runner XL mit einem Ghost 65 hast du. Also Ja. nicht ganz Big Bait. Ich würde sagen, es zielt gerade so. Geil. Ja. Und so ein fettes Vieh, ey. So, da ist doch ganz klar, was ich jetzt mache. Maze Runner. Und ich habe tatsächlich auch einen großen dran. 30? Das ist 30. Ah, ja, ja. Ich habe den großen. Dies ist 25. Ja. Das Ich ist hab einen kein großen. 30 Zentimeter. Mir im Leben kleiner Daniel. Der erste Fisch ist draußen. Daniel hat direkt einen vorgelegt. Wir haben jetzt den zweiten Spot ausgeangelt. Und das Geile auch noch auf den neuen Maze Runner 2.0 XL. Und auf den hätte ich auch richtig Bock. Vielleicht kann ich mir später einen abstauben. Nächster Spot, wie das schon gesagt hat, Run and Gun. Wir fischen überall 10 Minuten und dann geht es direkt weiter. Aber Vecchi, bei den Holländern musst du gut zu Fuß sein, ey. Die rennen vor. Ja, die sind schon wieder so hyperaktiv, das ist Wie ein unglaublich, Marathon, ey. oder? Keine Ahnung, was die immer zum Frühstück bekommen. Das will ich auch irgendwann mal. Ich habe gesagt, ich bin froh, wenn wir überhaupt anfangen. Aber der Maze Runner XL mit dem großen oder mit dem mittleren Ghost, der hat auf jeden Fall 30 cm und das werde ich jetzt versuchen. Den habe ich nämlich rangemacht. Bei dem trüben Wasser, glaube ich, habe ich vorher auch schon gesagt, ist ein Spinnerbait auch richtig gut. Nächster Spot, neues Glück. Ah! Bis ich hier am Spot ankomme, sind die schon durch. Vier Mann an so kleinen Gewässern ist immer eine Herausforderung, sich da irgendwo einen Platz zu ergattern, der interessant ist. Jetzt habe ich aber einen gefunden hier an der Brücke. 3 Würfe gemacht und die Holländer rennen schon wieder weiter. Ich glaube, die gehen schon wieder zum Auto. Nächster Spot. Das wird heute ein Marathon, kein Sprint. Weiter geht's. 10 Minuten mit dem Auto gefahren. Die Holländer stehen schon da wie im Forellenpuff. Los geht's. Because then they think I'm going home. Je bent zo'n idioot, jongen. Dat is echt niet normaal. What are we doing? Andere Seite. Die Holländer, ey. Hast du schon mal gesagt, dass sie einen Vollschaden haben? Nee, ne? Aber haben sie. Boah, ist das Wetter eklig. Wenn man zu irgendjemandem sagen würde, du hast nicht mehr alle Latten am Zaun, dann sind es auf jeden Fall die Holländer. Die sind der Inbegriff von nicht mehr alle Latten am Zaun. Und das Schlimmste mit den beiden ist, oder Schlimmste ist allgemein mit den Holländern, einer alleine geht immer. Aber sobald man 2 dabei hat, dann hypen die sich die ganze Zeit gegenseitig so hoch und dann wird einer verrückter als der andere. Wir bleiben in diesem System, weil Wassertrübung gefällt uns und Kormoran war da und wir haben Futterfische gehabt. Das heißt, schon nicht so schlecht hier wahrscheinlich. Oh, das Wetter, ey. Hollandwetter. Und jetzt sind wir mitten in einem Dorf. Mal schauen, wo die Holländer uns hier hinbringen. Das Wasser sieht ja wirklich aus, als wäre es Cappuccino. Ist noch viel schlimmer als bei den ganzen anderen Spots. Ja, oh, you missed one. Where? You were right. Sander, kom. I will cast there. Was it there? Casting exactly on it. Oh, good. Yeah, but it went this way. Oh, yeah, I had it. It's behind, I think. It's behind it. Huh? Yeah. You think it's too shallow here? Oh! Heb je er een?
Nice. Big one. No. New personal best. Yes. Nice. Hey. Hey, but it's a fish. Thanks, Sander. Auf den großen Spinnerbait. Maze Runner XL. So ein kleiner Hecht. Aber schön. Das ist ein 30 cm Spinnerbait. Der Wahnsinn. Guckt euch den Köder an und den Hecht. Gar kein großer Unterschied, würde ich sagen. Ne? Maze Runner XL liefert. Und wie in Holland typisch, darf der natürlich zurück. Tschüssi. Petri. Petri, Dank. Yes. Aber wir sind natürlich noch lange nicht happy, weil der Fisch ist viel zu klein für das, was wir eigentlich wollten, oder Becky? Ja, Aber? ich habe mir schon auf richtig dicke abgesehen. Aber gut, dass schon mal überhaupt was geht. Ja. Vielleicht müssen wir noch größer fischen, guck mal. Schon ein Aber bisschen da, längentechnisch sind wir fast technisch gleich. ähnlich. Ja, du hast ein bisschen mehr Volumen. Volumen, aber durch das Drehen und so wirken die unter Wasser ja auch Ja. riesig. Die Spinnerbaits. Alles gut ist, wir haben 2 Tage Zeit. Morgen auch noch ein paar Gewässer auf dem Schirm, wo wir zu Ja. zweit dann hingehen. Damit hätte ich ja nicht gerechnet, dass wirklich jetzt so ein kleiner Dings beißt. Guckt euch mal an, ey. Schon ein ordentlicher Happen, ne? Aber cool. Ist doch schön. Ich freue mich. Ja, das war fies. Sander, sorry. So it's on the Ich fish. hatte einen Riecher, da ist jetzt ein Hecht. Ja, da hatte ich auch. Ich muss rennen. Ja, Alter Mann ist schneller. ja. Ja, alter Mann hier. Musst du gucken, ich bin mit Abstand der Älteste hier. Schneller als du aussiehst. Wie alt Muss bist ich du? sagen. Ja, wie alt bist du? 26. Du? 35. Becky 30. Ich bin 32. 36. Ja. Ein Fisch gefangen und jetzt konnten wir auch wenigstens ein bisschen länger angeln. Aber wir brauchen großen. Große Köder in kleinen Kanälen haben wir schon bewiesen, dass es funktioniert. Also in Minigewässern. Monsterköder in Minigewässern funktioniert. Jetzt muss nur noch Monsterköder in Minigewässern und Monsterfische funktionieren. Dann ist geil. Ich würde sagen, für so Minigewässer ist ein Monsterfisch ab 95. Das probieren wir jetzt. Tschüss. Okay, Daniel hat große Töne gespuckt. Er meinte, hier kommen richtig große Fische raus, Meterfische. Ich glaube, die größte war 1,10 auf Sondergier. War gut. Becky, if you can, cast under the bridge or just close to the bridge. Hey man, thank you. You should tell him. That's about the Dutch guys. They are always friendly. I always say that. The Dutch guys are more friendly than the Germans. Ah, you're the coffee shop owner. He told me already, I need to go to your coffee shop. Thanks a lot. Germany. Super nett. Ja. Nett und Deutsch können sie auch noch. Herrlich. Always when he comes to watch, we catch some big fish. Oh, that's good that you're here. Oh, I had a follower. Yeah? Ja, Big one? I don't know, I saw it white. Die Holländer sind einfach anders drauf. Sehr nett, sehr, sehr nett. Nee, bei uns in Deutschland, ey, geht weg hier. Ey, ihr angelt hier in meinem Vorgarten. Ja, aber die Holländer haben auch ein bisschen anderes Bewusstsein fürs Angeln als die Deutschen. Leider. Schwuppdiwupp sind wir im Hinterhof von irgendeinem Coffeeshop und dürfen hier angeln, weil da ist anscheinend noch ein Zugang zum Fluss. Wie geil. Mit den Holländern erlebt man immer was. So, die Holländer, Holland-typische Kräuter werden uns hier angeboten. Wir gucken uns das mal an. Wir gucken uns das aber nur an. Okay, This is the biggest menu list in Europe. really? 31 joints, 30 types of wheat, 18 types of hash, and 6 types of edibles and 1 vape. Oh, very nice. Oh, Becky, that's for you. Hier ist auch eine für Becky. Zieh mal dran. Take it with you. No. He likes it a lot. Wir bekommen hier alles angedreht. Das ist immer, wenn man mit den Holländern unterwegs ist, wird es immer wild. Aber so ist es halt. See you next time. And stay healthy and You enjoy too. the family. Gaat je goed? Jetzt gehen wir wieder Fische fangen. Thank you, bye bye man. See you next time. So langsam wird es mal Zeit für einen Biss bei mir. Ey. Ich habe immer noch keinen Fisch in der Saison gefangen. Ist zwar jetzt auch erst mein 3. Tag, aber habe ich mir irgendwie ein bisschen anders ausgemalt vor dem Dreh. Jetzt geht's weiter. Nach dem kleinen Exkurs gehen wir jetzt wieder richtig angeln. How far is it to the next spot?
3 minutes. Okay. Follow you? Ja. Los geht's. Wir probieren es hier im City Center. Es sind viele große Hechte hier. Sieht richtig geil aus hier, aber das Wasser ist auch wieder kaffeebraun. Mag ich gar nicht beim Hechtangeln, aber die Holländer meinen, hier kann man trotzdem Hechte fangen. Big Bait in der City habe ich auch noch nie gemacht. Have a good one. See you next time. I hope you catch a big one. Normal, diese Spot hast viel Strömung. Auch im Sommer mit kein Regen, viel Strömung. Und jetzt ist der erste, ich wohne hier, das ist das erste Mal, dass ich hier bin und da ist keine Strömung. Aber ich weiß nicht warum. Die letzte halbe Stunde ist angebrochen. Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass ich meinem ersten Fisch der Saison näher komme hier. Daniel hat ja gesagt, normalerweise ist hier alles komplett anders. Normalerweise ist hier richtig Strömung da, aber heute gar nicht. Dann ist es noch kaffeebraun. Ja, da muss jetzt schon ein Wunder passieren, dass ich jetzt hier noch einen Hecht fange. Das Gewässer ist ganz anders als sonst, viel weniger Strömung. Macht dir nicht so viel Mut. Es ist zusätzlich noch extrem trüb von dem ganzen Schmelzwasser. Das macht es natürlich auch kalt. Aber Ausreden findet man immer. Wir haben noch einen ganzen Tag für unsere Big Bait Nummer. Das heißt, ich bin noch guter Dinge, dass wir heute was schaffen. Und morgen. Ich habe hier kein gutes Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, ich auch nicht. Hattest du einen Biss? Ich? Ja. War ganz weit davon weg. Es war schwierig. Aber 2 Fische. Ja, und ein schöner Morgen Ja. für den besten Für Angler. dich? Ja. Für den zweitbesten Angler auch ein schön. Ja. Na, aber Spinnerbait? Ja, und wir verabschieden Daniel heute. Morgen geht's weiter. Also für Ja. euch nur kurze Zeit. Wir gehen jetzt kurz schlafen, weil wir hatten eine sehr kurze Nacht. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. So, neuer Tag. Sachen sind gepackt. Taktik steht. Hoffentlich wird das was. 24 Stunden haben wir noch Zeit, um mit Monsterködern in Minigewässern Monsterhechte zu fangen. Becky, bist du motiviert? Yes, Ich habe heute das Gefühl, du fängst heute einen Kalb. das ist ein gutes Gefühl. Weißt du noch, was ich, als ich das letzte Mal gesagt habe, beim Hechtangeln, was passiert ist? Ja, da habe ich einen Kalb gefangen. Du Wobei hast du 1,10 Meter gefangen. du hast es seitdem leider ein paar Mal gesagt und es ist dann nicht immer in... Wirklich? Ja, Habe ich das seitdem doch. nochmal gesagt? Ein paar Mal hast du das schon gespürt. Aber vielleicht wird es heute Wahrheit. Ich Ich hätte habe Bock. oft, mein Gespür täuscht mich seltenst. Ich habe ein leichtes Gefühl von Hunger auf jeden Fall. Das Gewässer sieht geil aus. Ja, das Gewässer ist geil. Also, und wir wissen, dass hier wirklich große Fische auch drin sind, obwohl es klein ist. Das Gewässer. Hat der mir jetzt wirklich ins Gesicht gefurzt, ne? Boah, du Habe ich nicht. Nee, stimmt. Ich, Nee, hast du nicht. Er hat von dem Gesicht weg. Also das war wirklich jetzt schon wieder bodenlos, ey. das kann man eh nicht zeigen. Doch, das, Nein. genau das zeigen wir. Nein. Natürlich. Das zeigen wir mal den Leuten, die wir haben immer Ruhe. tun, oh, der Dustin ist immer so fies zum Weggi. Zeigen Sie mal dein wahres Gesicht. Ich habe einen Ruf zu verlieren. Ja, der ist jetzt verloren. Finden die Leute bestimmt lustig auch noch. Hat ihm ins Gesicht gefurzt. Oh. Du kannst den neuen Ruf aufbauen, Becky. Furzkanone. Mann, ey, Weggi. Ich dachte eigentlich, seitdem du eine Freundin hast, benimmst du dich ein bisschen besser. Okay, let's go. Becky, bist du nervös? Yes. Geil, ich hab Bock. Ich hab richtig Bock. Stell dir mal vor, wir fangen jetzt so ein Vieh. Du gehst nach links, du gehst nach rechts. Oder, boah. Petri, Petri, hau ihn raus, Dicker. Am besten First großen. Cast. Ohne Perücke. Yes. Na, bei Big Bait nicht so schwer, oder? Mission Jahresentschneidung läuft immer noch bei mir. Ich habe immer noch keinen Fisch dieses Jahr gefangen. Das werde ich jetzt aber versuchen zu ändern. Aber mit der 200 Gramm und einem dicken Köder kann man schon echt geil weit werfen. So, Becky, nächster Spot. Yes. Schade, ich hätte mir ein bisschen mehr erhofft. Siehst du schon, ich habe einmal Big Baits durchgefischt und dann bin ich. Auf den Tron gewechselt. Ja. Ich bin noch brav und fleißig am Big Ja, Bait. ich werde auch wieder wechseln. So. Aber sagen wir mal so, ich habe auf dem Big Bait auch schon einen gefangen.
halb Big Bait. Na, also das sind 30 Zentimeter. Ja, ist schon ein ordentlicher Wummer, das stimmt auch. Ja, ja. Die ganzen Swimmeter werden jetzt sagen, ja, wir fischen schon seit Jahrhunderten und immer. Aber am Ende fischen Swimmer halt deutlich weniger als Leute Gummi fischen. Das ist schon wahr. Deswegen probieren wir es jetzt mal. Aber ich hab Bock. Ich glaube, wir fangen mal einen. Hier ist, glaube ich, ein bisschen sehr flach, ey. Fällt dir das auf? Ja. Ich hab einen Hänger. Nein, Alter. So ein Big Bait Hänger ist halt so gar nichts mal. Kannst du reinlaufen? Ja, ein Stück kann ich ranlaufen. Aber der Boden ist echt rutschig. Oh, jetzt wird's tiefer. Mann, ey, ich war so motiviert und gut drauf. Fisch! Das sind halt die Fisch! Fisch. Ja! Da ist er! Er hat den schön weggezimmert, den schon. Big Bait weggelegt und dann ein echt langer Fisch, ey. Der hat Ende 80, sage ich euch. Der ist dünn, aber der ist sehr lang. Guckt euch das mal an. Da ist er wieder. Ich sag's euch. Einfach eine Waffe. Eine Maschine. So, jetzt kommt Vecchi. Wir messen ganz kurz. Ich sag Ende 80. Petri. Petri, Dank. So, gucken wir mal. Vecchi hat mir netterweise... Ach, der ist vielleicht doch kürzer, als ich dachte. 80er Fisch. Der hat so einen riesen Kopf, ne? Naja, gute 80er Fisch. Egal. Und wie in Holland typisch, darf der gut auch wieder schwimmen. Das Wasser ist sehr kalt. Okay, Großer. Ciao. Danke für deinen kurzen Besuch. Guck mal, wie dünn der ist, ne? Das ist der erste Fisch. Ein 80er. Größer als der gestern, sage ich mal so. Aber es war auch nicht auf Big Bait. Ich wechsle gleich wieder. Gucken wir mal. Ich glaube, hier sind auch noch größere drin. Leute, ich bin fix und fertig vom Hänger lösen. Während Dustin den ersten Fisch des Tages gefangen hat, war ich fleißig am Hänger lösen. So stellt man sich das vor. So, aber zumindest ein Fisch. Ist doch Ja, schon mal geil. Oh, und ich habe auch gekämpft, wie ein Verrückter mit dem Hänger. Ich Ja. hab den hergepumpt. Das war ein halber Baum. Ja? Ja, Ja, besser als ein ganzer Baum, würde ich sagen. ist so. So, den Spot werden wohl einige wiedererkennen von einer der letzten Folgen. Oh. Maggie, wie Ja? ist dein Gefühl? Wie bitte? Wie ist dein Gefühl? Kriegen wir hier einen? Boah, ich glaube schon, der Spot ist schon sehr geil. Deshalb, ich glaube, die Chancen stehen sehr, sehr gut hier. Ich glaube, hier muss aber auch eine Kante sein vor mir, weil ich habe ihn ja richtig tief gestellt gehabt. Ja, da ist auch eine Kante, safe. Das erste Drittel von der Wurflänge ist tief und danach wird's flach. Alter, ist das kalt. Arschkalt. Jetzt kommen die Big Baits wieder ran. Heißt, ich wechsle die Route. NXT Pro 100 Gramm wird gewechselt zu 200 Gramm und ein Ghost 120 ran gemacht. Einen großen. Mal gucken. Das Moped werde ich jetzt fischen. Schönes, dicke Ding. 18 Gramm vorne dran. Und dann gibt es damit hoffentlich einen dicken Hecht. Ja, schade, mir habe eigentlich gedacht, an dem Spot kommt einer. Oh Mann, ey. Der Spot war so geil hier. Ich habe auch gehofft, hier kommt was. Hier, die Stelle kann ich noch gut mich dran erinnern. Hier haben wir gemessen. War Vecchi? Sun's out. Vielleicht kommt jetzt was. Oh, Fisch! Boah, geiler Biss. Guter Fisch? Nee, ich glaube nicht. Oh, das ist ein Biss, ey. Krokodilsrolle. Einmal den Tron wieder rauf gemacht. Direkt ein Fisch, ey. So wird das doch nichts mit Big Baits. Aber ein schöner Fisch, Vecchi, oder? Ja. Aber ein Fetti. Ist der reingescheppert. Schöner Fisch. Ist das nicht ein toller Fisch? Geil. 75er vielleicht. Ist deutlich besser genährt als der eben, ne? Ja, sieht viel gesünder aus. Tschüss, Großer. Danke für den tollen Biss.
und den schönen Kampf. Oh, Fischern! Nein! Auf dem Big Bait. Ein großer Fisch, Oh, kann sich einschätzen. aber gut. Guter Biss. Oh, Guter Biss. ja, voll reingebügelt. Auf den 120er Ghost. Oh Mann. Oh, da kommt noch was. Bleibt Ey, der wir sind nicht hier an einer hängen, guten ey. Stelle, Becky. Gerade Beißphase. Erste Biss des Jahres für mich und dann bleibt er nicht hängen. Ist das ein neuer Köder? Ja, aber ich will noch schnell einen Wurf dahin machen. Schade, Becky. Er kommt noch. Hier scheint ein guter Spot zu sein. Er hat den halben Ghost im Maul gehabt. Keine Ahnung, warum der nicht hängen blieb. Kommt noch. Nicht verzagen, jetzt kommt er. Wir sind an einem guten Spot. Jetzt wird's was. Becky, kannst du mir kurz helfen? Mein persönlicher Routeneinstecker und Ausstecker. Ich kann mir was anderes einstecken. Habt ihr gehört, ne, wie er zu mir ist? Ich habe schon lange nicht mehr in einem Zimmer geschlafen oder in einem Bett. Das wird auch so schnell nicht mehr passieren. Gut, weiter geht's, Becky. Richtig schön hier aber, oder? Ja, ist schön. Guck mal, der Biber. Der Talon des Waldes. Der Talon des Waldes hat wieder zugeschlagen. Ne, mit dem Biber habe ich eine Rechnung offen. Ihr erinnert euch? Blenden wir kurz mal ein, was da war. Es ist tatsächlich ein Biberdamm eingebrochen, während wir rübergefahren sind. Biber. Der Biber kann mir stohlen bleiben. Guck mal hier, das sind typisch. Das sind doch Talons. Machen Stress und dann am Ende bringen sie nichts zu Ende. Guck dir das mal an. Angekaut, angebissen, aber liegen lassen. Wenn ich den erwische. Boah, sieht fast aus wie ein geiler Barschsee hier, ne? Ja, aber der Boden ist ganz weich. Oh, hier ist aber auch Kraut, oder? Ne, ist meine Route. Aber lass hier nicht zu sehr lang rennen. Ich glaube, das ist hier ein richtig geiler Spot. Oh. Geil. Der Monsterhecht ist es noch nicht, aber ich habe gerade zu Becky noch gesagt, lasst uns hier nicht zu sehr lang rennen. Hier stehen mit Sicherheit die Hechte, weil hier ist eine richtig kleine Kuhle. Und wirklich, eine Sekunde später ist er eingestiegen, glaube ich, oder Becky? Ja. Aber wie fett die gerade sind. Wirklich ein richtig schöner Winterhecht. Oh, wunderschöner. Guckt euch das mal an. Was für ein wunderschöner Fisch das ist. So großer. Ich wünsche dir was. Du wirst mal ein großer. Petri. Petri, Dank. Becky ist heute für die Großen zuständig. Der fängt nicht viel, aber der fängt das Monster nachher. Ja, ich glaube auch, dass wir mit ein bisschen Glück noch ein bisschen Action heute Wir kriegen. sehen Oh, nichts mehr. da geht's runter. Alter. Ich habe nur kurz nach links geguckt und bei dem klaren Wasser habe ich gesehen, oh, da ist gar kein Boden mehr. Weil es hier so eine Nase, so eine Landzunge. Aber dass die so früh aufhört, hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Boah, das ist mir kurz das Herz in die Hose Schreien war gerutscht. aber geil. Ich dachte, du hast einen Biss erst. Ja, dachte ich auch erst. Dann habe ich den Blick gesehen. Ja, dieser Tron, ich sag's euch immer wieder, das liefert und liefert. Es ist, glaube ich, also ich frage mich immer, was ist es? Natürlich sehr natürlicher Lauf im Gleitmod. Und dann ist es vielleicht auch einfach wirklich, dass sowas nicht ganz so oft gefischt wird. Weißt du, Gummileiern und so machen viele, fängt auch, glaube ich, in vielen Ja, Situationen oder gut. das Laufverhalten spricht die Hechte einfach in manchen Situationen noch mehr an. Ja. Ich weiß es nicht, was es ist. Ist auf jeden Fall sehr geil. Back to Concept. Big Bait. Sorry. Kannst du mir kurz die Big Bait Route rausholen, Becky? Einwurf noch? Ja. So, da ist er wieder. Ghost 120 in P08. Eigentlich eine absolute Bank, muss man sagen. Felix Weggesser ist nicht mehr auf Tinder. Ist nicht mehr auf Tinder. Aber jetzt mal ohne Spaß, wie fühlt sich das an jetzt? Nicht mehr so getrieben zu sein, sondern einfach mal gesettelt, ruhig, eine Frau zu Hause zu haben. Gut. Gut, ganz gezwungen. Was hast du denn da?
Pause. Hast du heute schon Feierabend oder was? Haben wir heute schon Pause gemacht? Das ist nur Pause, was du machst. Mein Freund. Schreib's immer in die Kommentare. Auch wenn er gute Bilder macht. Ich glaube, andere Leute würden dich beneiden. Obwohl eigentlich als Angler ist Obwohl ja auch, manche sagen auch so, ey, Ja, ist ja. das nicht hart? es ist hart. Als Angler, andere Leute beim Angeln zu filmen, vor allem wenn es beißt, das stelle ich mir hart vor. Machen wir Päuschen? Nee. Oh, jetzt hier nicht mehr. hab ja- Wir wollen noch einen dicken Markus hockt hier rum. Du hast doch gerade deine Pause unter deine Lippe geschoben. Das ist keine Pause, das ist ein extra Boost. Hast du jetzt schon wieder, ja? Ich dachte, du hörst auf damit. Nee. Guck mal, hier ist unser Barspot. Hier machen wir Carolina. Ein Hier bisschen wär Barsch. geil. Scotted Chick. Oh, schön. Richtig Nadur. Natur. Für mich ganz flach, der Tümpel. Ja, geht doch hier tief runter, oder? Mhm. Sieht geil aus. Ja. Halt ich kurz mal die Route runter oder hoch. Oh, da ist er. Oh. Nee. Ja, ist aber kein Meter, aber ich glaube 90 hat er ja. Oh, hier steht ein 90er Hecht. Ein Swimmy. Der steht hier. Ich darf mich nicht so sehr bewegen. Weg, du bitte auch nicht. Da, doch, jetzt kommt er. Oh ja, Das ist aber ein kleinerer. Das anderer. Das war ein anderer. krass. Gleich von der anderen Seite. Oh, Fisch! Guter? Ja, nee. Nee. Aber nochmal ein anderer. Ha? Dritter Hecht in kürzester Zeit hier. Aber kein schlechter. Nee. Aber nicht der Follower, ne? Nee, auf keinen Fall. Hoppa! Guckt euch das an. Ich hatte so einen 90er Follower, dann einen kleinen drauf und jetzt kommt so ein, ja, ich würde sagen 80er Fisch. Sau geil, ey. Und ich kann es euch nicht anders sagen. Ich habe eben Big Bait gefischt. Einwurf mit dem Tron hier. Ah, scheiße. Was ist da ins Wasser gefallen? Nee, geht, glaube ich. Aber Warthose oder komplett? Ich ob Barthose, ob Wasser reingelaufen ist. Wie hast du das gemacht? Ich bin ausgerutscht hier. Soll ich dir helfen? Oh Mann, ey. Oh shit. Den Handschuh musst du ausziehen, der ist nass. Ja, das ist alles nass hier. Mein ganzer Ärmel läuft gerade den Rücken runter. Gut, das ist nicht das Problem, das ist ja wasserdicht. Ja, aber es ist ja vorne reingelaufen alles. Die war schon so auf? Weiß ich nicht. Nee, das Nee? aber ganz wenig. Hast du Glück gehabt. Oh, geil. Ja gut, Vicky sorgt noch ein bisschen für Spannung. Ich dachte gerade voll der Biss. Ich dachte auch, weil es hat so geklatscht. Ich dachte, boah, ein großer Fisch. Wäre mir auch lieber gewesen. Boah, Da war es richtig rutschig unter Wasser. Dann hat's mich gelegt. ey, mir passiert das gleiche wie dir. Das ist ja so slippery. Ja. Ich hatte ein paar Grundkontakte gestern und heute oder gestern auch mal gegen einen Brückenpfeiler geworfen und da sind meine Drillinge ein bisschen stumpf geworden. Die sind noch eigentlich okay, aber ich will einfach kein Risiko eingehen. Ich hatte jetzt vorhin schon 2 Fehlattacken. Ich hatte noch eine Off-Cam, die ich nicht mitbekommen habe irgendwie, aber der ganze Gummi ist hinten zermackt. Deshalb mache ich mir ein neues BKK Trigger Rig drauf. Für den 120er Ghost braucht ihr die 4.0er Größe. Die passt ja ideal. Kommt ihr natürlich bei mir bei Tackle Peak, wie auch die ganzen anderen Sachen, die wir im Video verwenden. Und da montiere ich mir jetzt schnell ein neues Rig und dann geht's weiter. Junge, der ganze Köder ist zermackt. Der hat noch so viele neue Macken. Es kann doch nicht sein, dass ich das nicht mitbekomme. Der ganze Kopf ist vorne zermackt. Was
ist denn das? Hast du gepennt? Nee, also vor allem beim Einleiern kann man ja die Bisse fast nicht Oder mitbekommen. was Ich hatte war- ein paar Mal Grundkontakt an der Kante, wenn es vielleicht genau in dem Moment war. Weil der Kopf ist zermackt, eindeutig. Der war vorher noch nicht zermackt. Dann habe ich hier die Bissspuren vom ersten Biss irgendwo da hinten. Und dann ist der ganze Schwanz noch durch mal die Katze an hier. Also wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, müsste ich 3 Kontakte mit dem Köder gehabt haben. Das kann doch nicht sein. Was machst du da, Dustin? Aha, Was machst du da? ich hab mir irgendwie Den Tron retten? einen Swimmy reingehauen. Hoffentlich hält der Ast 90 Kilo aus. Soll ich dir mal helfen? Wie denn? Ich gehe daneben rein. Oh, oh, jetzt habe ich eine Scheiße gemacht, glaube ich. Yes. Geil, Markus. Danke. Oh, ich bin wie Mowgli raufgeklettert. Mit Markus, der hat mir geholfen, um den blöden, was heißt den blöden, den schönen Swimbait zu retten. Toll. Linse. Linse. Aber wir haben es geschafft. Für einen 60er. Was hast du denn schon mehr geküsst? Deine Freundin oder den Tron? In letzter Zeit auf jeden Fall den Tron. So, Becky. Weiter? Weiter. Oh, fuck. Geht's? Hä? Na hier, sieht eigentlich geil aus, wie eben da. Von der Tiefe. Geht's? Guck mal, Becky. Ich glaube, hier ist tatsächlich gut mit Da erstmal hochkommen. Fischen. So macht man das. Ja, hier ist seitlich bessere Idee. 3 Stunden Zeit, um mich zu entschneidern. Ich hatte schon Chancen heute, aber Petrus wollte es noch nicht. Vielleicht küsst du den Köder zu wenig. Ja, das hat auch die letzten 30 Jahre ohne Küssen funktioniert. Noch ein bisschen was vorbereitet hier. Erstmal mit XL-Ködern weiterangeln. Gucken wir mal. Fisch. Auf dem Big Bad? Ja. Guter Fisch? Brauchst du einen Kescher? Ah, auf dem Big Bait. Oh, ich brauch dich. Nein. Nein, du Penner. Mann, Wir haben ihn aber gesehen. der Beweis. Ey, ist das eine Scheiße. Jetzt hatte ich ihn. Zählt der? Ich hatte Liedertasch. Du warst dran, ja. Wolltest das schnell releasen. Vor allem, ich hatte ihn auch schon in der Hand. Ich habe Ja, richtig ich runtergedrückt, Hab's ja aber gesehen. der hatte mehr Kraft als ich in dem Moment. Ärgerlich. Ja, aber du hast ja schon ein paar gefangen. Das ist ja. Also wäre das jetzt Becky passiert, dann das wär richtig ärgerlich. Diese Dinger fangen auch kleine Hechte. Ich würde sagen, das war der kleinste für heute. Oder einer der kleinsten auf jeden Fall. So sieht's aus. So, gehen wir ein bisschen weiter. Swimbait jetzt wirklich weggelegt. Ich wollte schon wieder zum Swimbait wechseln, aber nein, es muss jetzt auf dem Big Bait klappen. Becky, darf ich fragen, was du gemacht hast? Nee, gerade nicht. Wir erreichen gerade den Moment, wo meine Stimmung kippt. Boah, ist das ein Abschleppseil, Alter. Ist das scheiße. Abgerissen? Ja. Oh Mann, Alter, ist das kacke. Nicht nur, dass ich nichts fange, dass ich jetzt auch noch abgerissen habe. Da war auch ein echt schöner FG-Knoten dran. Vorhin hatte ich immer noch so für mich selber die Ausrede und die Entschuldigung, dass das dann einen nach dem anderen fängt, dass er mit kleinen Ködern angelt. Jetzt hat er auch noch einen mit großen Ködern gefangen. Und bei mir geht einfach gar nichts. Und jetzt reiße ich auch noch ab. Kurz davor mein Köder versenkt, jetzt abgerissen. Jetzt habe ich nicht mal mehr ein Big Bait dabei, also kein Ghost mehr.
für eine Kacke hier? Wir müssen uns ein bisschen um Vecchi kümmern, glaube ich. Der ist ein bisschen geknickt jetzt. Ich habe das schon gemerkt, dass sich das angekündigt hat. Die Laune wurde immer schlechter und jetzt im Abriss sieht total im Keller. Ich werde gleich mal hingehen, ihm vielleicht helfen, irgendwie nochmal einen Köder geben. Ich weiß gar nicht, ob er noch ein Big Bed dabei hat. Aber ich bin mir sicher, der wird das schon noch einfangen. Ist ja auch gut für die Stimmung, für die allgemeine Stimmung. Der arme Vecchi. Heute ein bisschen Pech auch gehabt, ne? So, wieder neu montiert. Ghost 100 jetzt drauf, weil ich alle 120er versenkt habe. Und jetzt geht das Elend hier weiter. Wie viel hast du denn versenkt heute? 2. Hast du 2 mitgenommen und gedacht, das reicht? Ich habe im Auto noch welche. Alter, geh doch schnell zum Auto. Ja. Das war ungefähr eine Stunde entfernt. Ach, Vecchi, Weckinger, Weckingser. Du kannst mein Big Bed haben, wenn du willst. Keine Ahnung. Ich Sidequest ist jetzt eh wichtiger, oder? würde jetzt gerne mal überhaupt irgendwas Ja, fangen mein nach ja. dem ganzen Hin und Her bei mir schon wieder. Ins Wasser geflogen, 2 Köder abgerissen. Und nichts gefangen. Die Stimmung musst du oben halten. Dann klappt das wirklich. Ja, so wird das nichts. Da fängst du auch keinen Fisch. Vecchi, Spotwechsel. Also, wenn du willst, kannst du das mit den größeren Drillingen haben. Dann können wir tauschen. Egal, passt schon. Ja, nimm. Willst du haben? Ich nehme das. Passt schon. Gut. Dann nicht, Vecchi. Wenn du meine Hilfe nicht willst, Ich habe doch schon deine Hilfe, ich habe deinen Köder genommen. Dieb. Er hat mir einen Köder geklaut. Hinten gefällt es mir sogar besser, vorne könnten wir einen größeren drauf machen. Jetzt mit der Sonne, hey, ich habe das Gefühl, die werden heute noch mal richtig eskalieren, die Fische. Wir müssen, das Problem ist immer im Winter kurze Beißphasen. Und wenn du in den Beißphasen gerade am Laufen bist oder an einem schlechten Spot, dann ist es nicht gut. Und ich habe das Gefühl, hier haben wir schon alles abgeangelt, Vecchi. Ja, Nochmal schnell einen Snooze ja, für die Laune, das hebt meine Laune vielleicht ein bisschen. Wobei ich jetzt wieder ein bisschen besser gelaunt bin weil die Sonne rauskam. und weil du mir einen Köder gegeben hast. Sehr gern, Dankeschön. Vecchi. Wenn ich dir damit helfen konnte und deine Laune verbessern konnte, mache ich das doch sehr Ja. gern. Jetzt bringst du mich noch zum Fisch, dann ist alles wieder gut. Okay. Die beste Zeit kommt jetzt, du weißt das im Winter. Ja, Bei den Köderfischen war es auch so, abends ging es dann immer los. Ich Vor- habe vor in allem mir bei mir. viel... Was? vor allem bei mir. Ja gut. Kann nicht alles haben. Dafür siehst du gut aus und hast eine Freundin. Können ihr mal kurz einen Wurf machen? Kannst du mal gucken, ob es tief genug ist. Probieren? Ist das die Bucht, Welche Bucht? wo du deinen gefangen hast? Hä? Nee, Nee. Vecchi, da drüben. hast du Alkohol getrunken? Nee, ich bin gerade. Das Snooze schlägt dir auf den Kopf. Wir sind gerade 5 Meter gelaufen. Ja, deswegen überlege ich gerade, ob das die andere Seite ist, die wir liegen gelassen haben. Nee. Wie soll das denn sein? Wie groß soll denn die... Nee, passt nicht. Das Wandern ist des Müllers Lust. Das Wandern. Kennst du das, Vecchi? Nein. Echt? Kennst du das, Markus? Ja, klar. Das ist wieder so eine Ostscheiße. Vermutlich. Ja, natürlich. Vecchi. Na klar. Das ist von Lady Gaga. Ja, du links, ich rechts, okay? Sie. Oder? Boah, hier holen wir uns jetzt ein. Hier holen wir uns jetzt ein. Oh, sehr flach. Ghetto-Faust drauf. Der ist doch nicht flach. Das Ding ist doch tief. Oh, hier steht ein Dicker. Alter! Am Ufer. Stand ein dicker Hecht. Ja! Ein guter? Ja, ein guter Vecchi. Kescher. Kescher, 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 Kescher. Scheiße. Oh, hab ich einen Schreck bekommen. Minigewässer, große Hechte.
Boah, das ist ein richtig schöner. Oh, danke, Vicky. Alter, das ist der größte von allen. Ja, so groß nicht, aber Doch. Ende 80? Nein, scheiße. 90 meinst du? Ja, safe. Yes! Petri. Danke. Du hast gerade noch die Ghetto-Faust gegeben. Hier holen wir uns einen. Hast du den hier stehen sehen? Ich habe den hier gesehen und dann ist er weg, weil er mich gesehen hat. Er hat ihn scheinbar doch genommen. Alter, der ist auch schwer. Boah, der ist richtig, richtig gut. Ich sag's dir eins, im Wasser sehen die immer kleiner aus, als sie sind. Ja. Das ist ein richtig schöner Fisch. Safe. Der hat ja, der ist safe 90, oder? Ja, der ist safe 90, oder? Dafür brauche ich nicht nach Holland fahren. Das kriegst du auch in Brandenburg. Guckt euch diesen schönen, wohlgenährten 90er an. Boah, der stand am Ufer. Ich habe ihn gesehen. Ich habe gerade zu Vicky gesagt, wir fangen hier noch einen. Aber ich glaube jetzt nicht lange rum mit dem Fisch in der Hand. Der darf wieder zurück. Yes, auf den Tron. Oh, oh, oh. Oh. Vicky, jetzt holst du dir deinen. Da ist er. Da steht er. Oh, ich bin so happy. So, guckt es euch mal an. Der Tron, das ist einfach eine Waffe. Puh. Gut, ein Fisch jetzt auf dem Big Bait heute auch wieder. Gestern, heute ein. Es zeigt, die Großen fangen auf. Aber der hier, und ich muss sagen, ich habe jetzt bestimmt eine Stunde, anderthalb den anderen durchgefischt. Den ersten Wurf oder zweiten Wurf wieder ran. Fisch. Oh, Wahnsinn. Geil. Ich bin happy. Ich bin so happy. Glaubt ihr gar nicht. Fisch Nummer 6 heute. Ein guter Start ins Jahr. Ach, guter Start ins Jahr, ja. Puh. Ah. Oh. Haben wir echt einen ganzen Tag hier an dem See verbracht. Ja. Ich nehme nur Big Bait. Dass ich gar nicht erst wieder in die Versuchung komme, lasse ich den Tron hier stehen. Die Jungs haben gesagt, mein Hecht vorhin zählt, weil Leader Touch und Fisch habe ich ja auch angefasst. Ja, wir hätten den ja auch cashern können. Ja, hätten ihn cashern können. Das heißt, er zählt, aber trotzdem, einen will ich darauf noch kriegen. Am besten Kalb. Obwohl ich auch über den 90er schon sehr happy bin. Oh, hier. Alter, Vecchi. Ist kein Witz. Die Kante geht 90 Grad, als ob da eine Mauer ist. Ja, ich hab's gemerkt, ich bin ja mit einem Bein runtergerutscht. Ja, hier muss einer dran stehen, Vecchi. Wirf mal da so links hin. Das ist wirklich wie eine Mauer hier. Guck mal hier. Schnell. So wird's dunkel, ich seh's. Das ist wirklich gefährlich, ne? Also es ist senkrecht. Nicht, als ob hier eine Mauer gebaut wurde. Bei den Wolken. Kennst du das? Das kenn ich. Bitte? Das kenn ich. Wie geht's weiter? Ist die Freiheit grenzenlos. Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man. 2 Würfe noch, Becky. Mhm. Danach können wir von mir aus abhauen. Es ist so rutschig, der Boden. Weil der rüber wächst, Becky. Sag mal ganz kurz, hat's hier geraubt? Weil da ist gerade Futterfisch. Vielleicht sollten wir hier doch mal einen Wurf machen. Können wir? Bin bereit für einen Strike. Ich auch. Volle Körperspannung ist da. Come on. Letzte Chance für mich. Ich habe ein gutes Gefühl. Ja, Licht steht geil, geile Phase gerade. Spot ist geil. Wir sehen Futterfische hier an der Oberfläche. Okay, wenn du jetzt gleich das Kalb anbeißt, hast du keinen Kescher hier. Boah, den packe ich mit der Hand. Er hat keine Chance. Wenn er einmal hängt, hat er verloren. Dann greifst du ihn richtig rum. Ne? Keine Furcht zeigen. Einfach zum Packen. So, letzte halbe Stunde ist nochmal die richtige Big Fish Zeit. Wenn der Dicke kommt, dann jetzt. Becky ist nochmal zu der Kante hier rumgegangen, wo wir heute Morgen die 2 Attacken hatten, also den einen Fisch gefangen haben und den einen Biss hatten.
Ich probiere hier nochmal. Hier hatten wir nichts, aber wer weiß, vielleicht kommen sie am Abend ein bisschen flacher. Gehe ich gleich nochmal zum Vecchi und ich hoffe, dass bei ihm gleich noch einer einschlägt. Gucken wir mal. Halbe Stunde haben wir noch. Ja, fühlt sich nicht geil an, 4 Angeltage geschneidert zu haben, muss ich sagen. Aber kann man dann... Oh, das war nur die Kante. Aber kann man dann leider auch nicht ändern. Vecchi, der Fisch kommt noch. Dustin ist noch zuversichtlich. 10 Minuten oder so, Viertelstunde habe ich noch. Fühlt sich gerade ein bisschen tot an. Irgendwie schon, ne? Ja, obwohl es die beste Zeit ist gerade. So, der Tag geht zu Ende. Wird immer kälter. Ich würde sagen, das ist der Last Cast. Vecchi, was sagst du? Tja, geht so für mich. An sich ein Tag, wo die Fische schon mitgespielt haben, muss man sagen. Ja. Aber halt nicht auf meiner Seite. Du hast ein paar geile Fische gefangen. Es war auch echt ein richtig cooler Angeltag. Und so bis zur Hälfte habe ich ihn auch sehr genossen. Aber ab dann ist so ein bisschen die Stimmung gekippt. Oh, Alter, war das ein Blitz. Hast du das gesehen? Nee. Junge, Echt? Alter. Das war ein großer Fisch, glaube ich. Hast du nicht gesehen, hast du es gefilmt? Ja, ungefähr, aber ich war nah bei dir dran, deswegen. Scheiße! Ah, Mann! Ich habe irgendwie schon das Gefühl, dass weil der ist richtig wumm. Ich ärgere mich so hart. Aber was soll ich machen? Kannst du nichts machen. So, das war der letzte Wurf, Vecchi. Yes. Es war eigentlich ein sehr geiler, erfolgreicher Drehtag. Wir haben gezeigt, Riesenköder funktionieren in Minigewässern. Ja, besser gesagt du heute. Wir konnten 6 Fische fangen heute, gestern 2, also 8 insgesamt. Eigentlich für die Mission erfolgreich, bei dir heute. Nee, leider nicht so. Das war aber wirklich ein Angeltag, der richtig Spaß gemacht hat. War irgendwie sehr beruhigend und entspannt. Und bis zur Hälfte war ich auch echt sehr gut gelaunt und motiviert. Aber dann ist so langsam die Stimmung gekippt. 4 Tage jetzt geschneidert. Braucht man nicht. Aber bald geht's ja eh wieder auf Dreh. Dann gibt es die nächste Chance. Wir verlosen wie immer was für alle, die liken, kommentieren und ganz wichtig abonnieren. Gibt 3 Trons zu Und gewinnen. noch 120er Ghost oben drauf, oder? 3 Stück. Okay? Mit BKK-System. Das kommt nämlich vom die Wiki. kommt von mir. Also, liken, kommentieren, abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao!